Ja, ich würde sagen, wir befinden uns noch merklich im Aufbau. So, ihr Warmduscher, ich bin Vegeta und hier geht's jetzt mit Han Rizzles neuem Video los. Alrighty then, liebe Leute, und ein schmerzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Ja, Elevator-Belohnungen abholen steht so ein bisschen auf dem Programm. Kurz vorher noch off-topic. Der eine oder andere weiß es ja, dass es bei mir vor fast 3 Wochen einen Schlag ins Knie gegeben hat und ich daraufhin ja, mit einer vermeintlichen Prellung zu Hause saß, beziehungsweise auch auf Arbeit war. Aber ja, es sieht jetzt so aus, als ist da doch ein bisschen mehr dahinter. Dementsprechend habe ich jetzt, am Mittwoch einen MRT-Termin. Ja, die Vermutung könnte sein, dass vielleicht doch der Meniskus gerissen ist, aus Meniskus oder irgendwas. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall kann ich das Bein immer noch nicht wirklich komplett strecken und beugen und es ist auch unangenehm teilweise. Ja, schauen wir mal. I keep you updated, so wie wir auch den Startbildschirm hier geupdatet haben. Und komme jetzt eben mal zu Shakes and Fidget. Ja, ich werde dann nochmal tatsächlich auf Server 1 AM oder zu Server 1 AM American kleines Video machen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich Lure Whistle, ja, das Projekt auf EU13, das ja, neigt sich jetzt sozusagen dem Ende. Ja, wir haben ja noch natürlich die Abholung des Pakets mit dem Legistein für eine geile Geschichte hier, zack. Ähm, und schauen mal, ja, der ein oder andere Dungeon, der kann hier definitiv noch gehen. Aber dann ja, gehe ich hier inaktiv, also mit Level 220 plus bin ich dann sehr zufrieden und werde mich sozusagen luren. Ja, die Waffe gucken wir uns mal an, 434. Oh, die ist sogar noch mal besser. Die können wir nehmen. Denn in der Schattenwelt, ja, mit besseren Items geht es ja auch. Oh Gott, jetzt sagte ich gerade. Muss mich noch ein bisschen so dran gewöhnen an das Ganze hier. Reinforcements könnte man hier auch noch machen. Aber das mache ich jetzt off-topic. Das machen wir jetzt hier nicht sozusagen. High Life, ja. Die Ressourcen haben natürlich auch noch geschmeckt. Ich bin jetzt hier 22. geworden. Ja, man sieht hier schon wieder diesen Bug. Also definitiv habe ich bis Etage 101 am letzten Tag gespielt. Hatte nicht immer Schokolade dabei. Bin bei 22.000 Held-Tokens rausgekommen. Ich muss dazu sagen, die letzten Tage, wo auch kein Video kam, zeitlich während des Elevators, hat mich meine medizinische Situation schon so ein bisschen auch mitgenommen. Da hatte ich gar nicht so richtig Bock, irgendwas zu machen. Ja, weil man halt irgendwie gemerkt hat, ja, es geht nicht so richtig voran, ne? Also, mir fehlt ja auch extrem der Sport, also, es ist echt heftig, ja. Shoutout an Dorsa, der heute auf Instagram auch so eine Story gemacht hat mit den Medikamenten. Ja, dass ihn das auch so ein bisschen negativ belastet hat oder noch belastet. Aber, ja, die Gilde hatte natürlich mit Abwanderungen zu tun, schon vor dem Elevator, aber auch während des Elevators. Gerade die Levelhöchsten sind dann doch höher gegangen. Black Ice hat sich gegen Black Rose durchgesetzt. Die Pilzhasser, wo ich ursprünglich auch fast gejoint wäre, sind aufs Rang 6 gekommen und The Magazine, also das sind interessante Gilden von dem Server, hat sich auf Rang 4 gekämpft und wir sind halt noch in den Top 30 trotzdem geblieben. Also dahingehend ist es auch okay. Also das Wichtigste sind ja die Rewards, also der Steine. Also das ist ja wirklich, wirklich ganz klar. Ja. Jetzt ja, werde ich mich dann hier nochmal dann offiziell dann verabschieden. Dann mache ich mich nackig komplett. Ja, also offscreen. Ja, dann bin ich dann mit eben Level 220 oder vielleicht ein bisschen mehr. Ja, genau. Ich habe eben auch jetzt nicht komplett Alu gespielt. Vielleicht geht auch 221, wenn ich heute noch irgendwie die Alu spiele. Und so, also mit einem ordentlichen Level verabschiede ich mich dann. Ja. Wir gucken hier nochmal auf dem Server, bevor wir noch auf die anderen Server gucken oder schauen, wie es denn aussieht bei der Ehrenhalle stand jetzt beim letzten Mal, wo wir reingeguckt haben, um das Projekt sozusagen so ein bisschen abzuschließen. Also im Moment, Susi 10 war der höchste bei 141 Ehre. Also da ist noch ordentlich Spielraum. Es gibt vielleicht einen 124er, der nackig ist, weil hier so ein paar Leute auf 125 stehen. Aber das kann auch Zufall sein, weil sie halt zeitgleich die Unterwelt bekommen haben. Ja, da ist noch gut Zeit für mich, um mich nackig zu zeigen. Aber das dann im allerletzten Video. Ja, dann seht ihr dann mich nochmal in, ja, so wie mich Gott geschaffen hat auf diesem Server. Ja,
Und gehen wir eben nochmal rein. Schauen wir mal EU1. Ja, EU1 habe ich zuletzt auch nicht mehr so häufig gezeigt. Habe auch nicht immer gespielt, aber hier habe ich mich dann nochmal am letzten Tag auf 212 hochgepusht. Also hatte ich 3, 4 Tage lang nicht gespielt, bin jetzt Rang 27 mit 53.000 Heldungen. Das ist nicht das beste Ergebnis auf dem Server. Glaube ich schon ein besseres Ergebnis. Mein Backpack ist voll. Ja, wie die ein oder andere Windel in der Kita, aber das ist halt der Sache geschuldet, dass ich halt auch jetzt überhaupt nicht so drauf geachtet habe. Ich glaube, ja, das sagt schon vieles aus, ja. Ähm, so richtig kriege ich es nicht hin. Ja, ich weiß, dass ich auf dem Server schon mal aufgehört habe, offiziell, dann mich wieder reingefuchst habe, aber es, ich krieg's halt trotzdem nicht hin. Also keine Ahnung, ich habe ja irgendwie mal die Hoffnung, dass der Vacation-Mod kommt. Also dann schaue ich mal, ob das dann besser funktioniert mit diesem Vacation-Mode, ja. Aber das ist, ja, das ist schon etwas belastend, wenn man mal so sieht. Aber ja, was willst du machen? Ja, ich kann ja auch nicht fliegen, ja. Also, ich weiß ganz gar nicht, ob hier der Stein so richtig fett sein wird. 987, na, halt schon bessere Steine. Aber auch trotzdem wollen wir mal gucken, wie es hier aussah. Everlast. Also ja, ich bin hier. Damals war ich immer so Top 5, als ich wirklich aktiv gespielt habe. Wollte ja eigentlich dann auch gerne in die beste Gilde rein. Everlast ist 10. geworden, Everlight auf 6 mit 500.000 Heldtokens mehr und Everpeace wieder auf den 2. Platz gekommen. Ja, da sind im Schnitt bei 4 Millionen Heldtokens, also ne, da macht eigentlich fast jeder 100, nein, noch nicht ganz so, 80.000 Heldtokens. Das ist echt heftig, ne? Also wenn ich jetzt mal schaue, er ist hier bei 80.000, er ist eigentlich auch permanent auf 222, aber ich weiß nicht so ganz, ich kann auch nicht ganz einschätzen. Ich glaube, die Helletech spielt schon eine Rolle. Und war ich hier dabei? Ja, hier war ich dabei gewesen. Steht nicht mehr da, wie hoch der Reward war. Also das zieht ja allgemein diese Held-Token-Zahlen nach oben, weil es ja die Helletech noch nicht so lange gibt. Wer jetzt täglich alles mit Schokolade gemacht hat, weil theoretisch, wenn man jetzt mal guckt, 222, gut, ich bin bei 212. Ja, also da wäre ich vielleicht so bei 70.000 Held-Token gewesen, wenn ich da tatsächlich mein Limit habe. Hätte jetzt auch nicht zwingend gereicht, um vielleicht bei Everpeace dabei zu sein. Also ich glaube hier mal in der besten Gilde des Gildentriumvirats mitzuspielen beim Helleweter. Ich glaube, dafür bin ich mittlerweile einfach zu schwach auch. Was ja mitunter auch daran liegt, wenn man gesehen hat, was hier alles flöten geht. Aber gut. Zumindest bin ich nicht gekickt worden. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Das sah ja auch schon mal anders aus. So, und da gehen wir mal weiter in. Ja, gehen wir mal auf EU5. Auch hier habe ich am ersten Tag nicht gespielt. Und auch ja, zwischendurch. Ich glaube, einen Tag noch, also insgesamt 2 Tage nicht gespielt. Hier bin ich auf 222, eigentlich auch ein guter Wert. Zum Vergleich, mein EU5-Star ist ja mittlerweile wirklich auch was schon stärker als mein EU1-Star. Und hier habe ich auch mit ein bisschen mehr Schokolade gespielt, 71.000. Ja, bin damit ganz gut dabei auf Rang 12. Ja, ist in Ordnung. Ja, klar. Würde ich mich auch hier oben sehen, aber dafür habe ich eben zu viel verpasst. Und dem muss man einfach sich ein bisschen, ja, das muss man sich zugestehen, eingestehen, wie auch immer. Reward already claimed. 1111. Aber, ein schöner Stein. Ich glaube, das ist eins der Lieblingswerte von Dreamscape. Ich glaube, das waren so die 11 allgemein. Glaube ich, eine seiner Zahlen gewesen. Das ist natürlich mit 1100 mega geil. Hot Red Hot Chili Peppers, ja. Und ja, hier sind wir nicht auf Rang 3. Das war auch beim letzten Mal nicht so. Es ist einfach so, Kepso hat ja auch leider die Gilde verlassen mit einem relativ hohen Level, der auch gut unterwegs war. Der will jetzt, glaube ich, ein bisschen ruhiger spielen. Ist bei Ecoland gelandet. Und ja, Ecoland, wenn man mal guckt, das sind nur 100.000, also Rang 5. Auch nicht weit weg.
der Server ist dahingehend noch relativ stark. Viele Leute noch in der Dungeon-Pause, deshalb insgesamt nicht so viele Punkte. Aber hier schaut mal an, Tannet ist mit 3000 Punkten Dritter geworden. Also das ist mal mega eng und Heimathafen Tavernenflotte hat sich auch nicht viel genommen. Das ist schon echt heftig. Also der Server ist da oben sehr, sehr stark besetzt. Ja, vor allen Dingen natürlich durch die Double-Gilde, also zwei eigenständige Gilden, aber eine große Community. Das ist schon heftig, ja, und da zieht sich auch. Und ja, jetzt war es eben Cap so. Äh, Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Gilden aussieht. Es geht halt immer mal einer, ne, immer mal einer fliegt raus irgendwie oder geht raus oder was auch immer. Ähm, und trotzdem hält sich das alles noch relativ, ja. Das ist halt auch so interessant an dem Server. Und hier muss ich noch ein bisschen was machen, definitiv. Aber hier habe ich zumindest keine Alu großartig übrig. Schon mal viel wert. Und liege auf Gold mit 25. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Schauen wir nochmal abschließend auf den Main-Server. Da habe ich auch zuletzt jetzt nur am Handy gespielt. 1639, 1669 habe ich hier schon Stein. Und hier gibt es ein Profilbild, das goldene, Gott sei Dank. Aber man muss sagen, deutlich knapper als zuletzt. Denn die Rumpelkammer, die hat ordentlich rumgerumpelt. Also Crit Happens. Rang 3. Ich glaube, das Ergebnis beim letzten Mal war auch schlechter. Wir sind, glaube ich, auch nicht sonderlich stärker als beim letzten Mal. Ich weiß es nicht mehr. Aber echt Rumpelkammer? Also das ist nicht so riesig, der Unterschied. Ich selber bin auf Rang 4 gelandet. Auch eher hatte ich 2 Tage lang nicht gespielt. Ja, aber es ist natürlich mit so einem Level und solchen Werten dann was ganz anderes. Und ja, wenn man mal schaut, also Botzer, was der gemacht hat, 258.000, das ist schon, also wenn jeder das machen würde, ja, 50 Leute, ja, also dann könnt ihr selber hochrechnen, wie viele Held-Tokens es gibt. Ich glaube, in der Elevator Top-List wäre man nicht die beste Gilde, da gibt es bessere, aber man wäre sehr weit oben dabei und dementsprechend bin ich mit diesem Schnitt für mich persönlich sehr zufrieden. Was man natürlich sagen muss, ist, dass Milfiwe jetzt noch dabei war. Ich glaube, dass er beim nächsten Elevator nicht mehr dabei ist. Das ist natürlich eine Summe, ja, wenn jetzt jemand drin wäre, der nur 70.000 Held-Tokens hat. Und man sieht natürlich, dass einige gar nicht unterwegs waren. Dann kann es ja auch mal ganz schnell sein, dass man nicht mehr der Erste ist. Also Respekt an die Rumpelkammer vor allen Dingen dafür. Ja. Und schauen wir mal. Ich glaube, der Stein diesmal... Ne, der ist nicht besser. Da habe ich nicht so viel Glück gehabt. Aber ja. Und mehr war es gar nicht. Wie war es bei euch? Könnt ihr gerne in die Kommentare auf welchem Server, welchen Platz oder welche Held-Tokens könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wie gesagt, demnächst nochmal mehr zu Larissel und auch zum Main-Char. Zum Main-Char müssen wir irgendwann auch mal wieder was machen. Wir müssen wieder Dungeons versuchen. Ich habe, glaube ich, noch ja, ich habe noch bessere Waffen. Also ich habe hier viel im Petto. Da müssen wir mal uns upgraden und dann schauen, ob eben was geht in den Dungeons. Das wird hier auf dem Main-Char auch mal passieren. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und Zuhören. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.